Kommen wir zum Thema Farbtemperatur. Andere sagen auch Lichtfarbe dazu. Ich nehme immer gerne Farbtemperatur, weil es so ein bisschen erklärt, woher das Ganze eigentlich kommt. Also Farbtemperatur. Farbtemperatur, der Begriff, wird in Kelvin angegeben, also so ein großes K. Und das seht ihr bei uns in den Leuchten immer mit 2700 K, also 2700 Kelvin oder 4000 K, 4000 Kelvin. Das beschreibt einfach nur, wie warm wirkt die Farbe des Lichts, aber am Ende ist es immer noch ein weißes Licht. Es gibt aber bestimmte Begriffe, es gibt super warmweiß, warmweiß, Tageslichtweiß, kaltweiß. Das sind alles so Begriffe, ähnlich wie man sie von Farben kennt, Abstufungen von bestimmten Graden. Und bei LEDs ist die super warme Farbtemperatur erst später gekommen. Der Anfang waren blaue LEDs, die ein bisschen Phosphor drauf hatten und die wirkten alle relativ kalt. Und das war dann immer unangenehm und deswegen gibt es auch diese alte Denke, oh nee, LED-Licht möchte ich nicht, das wirkt so kalt. Der Widerspruch an der Sache ist, dass kalte Farbtemperaturen von der Kelvinzahl ganz weit oben stehen, also 5700 Kelvin. Da kann ich euch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe jetzt hier mal zwei mitgebracht. Das hier ist die warme Farbtemperatur und das ist die kalte Farbtemperatur. Ich denke, das sieht man. Das hier sind, und jetzt aufpassen, 2700 Kelvin und das hier sind 4000 Kelvin. Das heißt, auf dem Zettel ist das viel heißer als das. Wie kommt das also? Der Hintergrund, und es ist physikalisch nicht ganz korrekt, aber ich beschreibe es euch mal so. Der Hintergrund ist, stellt euch vor, ihr habt ein Stück Eisen und dieses Stück Eisen schmeißt ihr in einen heißen Ofen, in einen sehr, sehr, sehr heißen Ofen und ihr werdet beobachten, dass dieses Eisen von schwarz immer mehr Orangefarben, Amberfarben, gelblich glüht und das wird immer heißer, bis es irgendwann gleißend weiß ist. Und wenn ich es noch heißer machen würde, es ist ein theoretisches Konstrukt, dann würde es bläulicher wirken. Daran merkt man, welche Temperaturen auch herrschen. Und genau so hat man das auch auf die LEDs übertragen. Das heißt, die kälteren Temperaturen, sind eigentlich die warmen Farben. Und je höher die Temperatur ist, Kelvin, umso kälter wirkt es. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich klar machen konnte. Für mich, ich merke mir halt einfach immer, 2700 Kelvin ist schön warm und 5700 Kelvin ist kalt und 4000 Kelvin ist so ein Arbeitslicht, so ein Tageslicht. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählt zu Farbtemperaturen. Es gibt noch viel mehr, aber da können wir dann im Detail drauf eingehen.